Ich habe so viel Angst vor der mündlichen B1-Prüfung. Deutsch ist so schwer. Findest du? Ich denke, wir schaffen das. Guten Tag. Würden Sie sich bitte vorstellen? Ich heiße Estefania Martinez. Ich wohne momentan in Berlin. Vielen Dank. Können Sie sich bitte auch ganz kurz vorstellen? Ja, gern. Mein Name ist Bassam Mansour. Ich lebe in Potsdam. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil einer kleinen Gruppe von Freunden, die gemeinsam in den Bergen eine Wandertour machen möchte. Planen Sie gemeinsam die Wanderung. Dieser Ausflug soll für alle ein besonderes Erlebnis werden. Sprechen Sie über die folgenden Punkte, machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners oder Ihrer Gesprächspartnerin. Wann möchten Sie die Wandertour durchführen? Welche Route oder welchen Wanderweg wählen Sie? Welche Ausrüstung und Verpflegung sollen mitgenommen werden? Welche besonderen Aktivitäten können die Wandertour zu einem besonderen Erlebnis machen? Hallo, ich freue mich sehr auf unsere geplante Wandertour in den Bergen. Wann können wir sie machen und wie lange soll sie dauern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie wäre es, wenn wir die Wanderung an einem Samstag starten? Alle aus unserem Freundeskreis haben wahrscheinlich am Samstag und Sonntag frei. Das klingt gut. Ich schlage vor, dass wir die Wandertour am kommenden Wochenende machen. Da soll das Wetter noch einigermaßen schön sein. Ich stimme dir voll zu. Ich kann gern unsere Freunde anrufen und fragen, ob sie an diesem Wochenende Zeit haben. Das ist sehr gut. Wir sollten früh morgens starten, um den Tag voll nutzen zu können. Für die Route hätte ich auch einen Vorschlag. Wir könnten auf dem Panoramapfad wandern. Er bietet eine großartige Aussicht und ist nicht zu anspruchsvoll. Außerdem kenne ich dort eine Berghütte, in der wir übernachten könnten. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Wir sollten aber auch sicherstellen, dass wir die richtige Ausrüstung dabei haben. Ich denke, Rucksäcke mit Wasser, Snacks und Erste-Hilfe-Ausrüstung sind wichtig. Ja, da hast du recht. Wir sollten aber auch Regenjacken und Sonnenschutz nicht vergessen, falls es regnet oder sehr heiß wird. Stimmt, wir sollten auf jedes Wetter vorbereitet sein. Wie können wir die Wanderung zu einem einzigartigen Erlebnis machen? Wir könnten auf den Gipfel des dunklen Zorns steigen. Damit bin ich nicht einverstanden. Der Aufstieg soll sehr anstrengend und auch teilweise gefährlich sein. Wie wäre es mit einer Nachtwanderung? Wir könnten die Nachtwanderung auch mit einer Sternenbeobachtung verbinden. Ich finde deine Idee großartig. Eine Nachtwanderung mit Sternenbeobachtung wird sicherlich für alle unvergesslich sein. Ich könnte ein Teleskop mitbringen, damit wir die Sterne besser sehen können. Toll. Ich habe noch eine Sternenkarte zu Hause. Die bringe ich auch mit. Das ist gut für die Orientierung. Wir können auch am Samstag ein besonderes Picknick machen. Jeder könnte dafür etwas Leckeres mitbringen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich denke, unsere Freunde werden begeistert sein. Vielen Dank. Kommen wir nun zum zweiten Teil der mündlichen Prüfung. Jeder von Ihnen hält eine kurze Präsentation über das Thema, auf das Sie sich vorbereitet haben. Wer fängt an? Ich beginne. Das Thema meiner heutigen Präsentation lautet digitale Medien. Lesen wir in 50 Jahren noch Bücher? Meine Präsentation ist wie folgt aufgebaut.
Zuerst berichte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Anschließend möchte ich noch über die Vor- und Nachteile der digitalen Medien sprechen. Schließlich werde ich noch meine persönliche Meinung darlegen. Digitale Medien sind in unserer heutigen Welt überall präsent. Ich persönlich komme mit digitalen Medien täglich auf verschiedene Weise in Kontakt. Ich höre regelmäßig Podcasts in meiner Muttersprache und auf Deutsch. Mindestens einmal pro Woche schaue ich mir einen Film oder eine Dokumentation im Internet an. Für das Deutschlernen nutze ich auch zur Hälfte YouTube-Videos. Im Vergleich zu früher lese ich leider sehr selten ein Buch, meistens nur, wenn ich es muss. Oft habe ich dafür keine Zeit. Ich möchte jetzt über die Situation in meinem Heimatland sprechen. In meinem Heimatland, dem Libanon, verbringen viele Menschen täglich viele Stunden im Internet. Besonders für die jungen Menschen ist das Smartphone sehr wichtig geworden. Viele nutzen soziale Medien wie Twitter, YouTube und Instagram intensiv. Auch aktuelle Informationen über die Welt holen sich viele Menschen über die sozialen Medien. Ein Vorteil der Nutzung dieser digitalen Medien ist, dass die Menschen sich blitzschnell über jedes Thema informieren und auch austauschen können. Leider ist dieser Austausch oft nur kurz und viele äußern einfach nur ihre Meinung. Weil die Kommunikation digital ist, bemühen sich manche nicht mehr so sehr, die anderen wirklich zu verstehen. Ein weiterer Vorteil der digitalen Medien ist, dass man zu jedem Thema gute Bilder und Videos findet. Auf der anderen Seite wird es immer schwerer, die Wahrheit von Informationen zu prüfen. Jetzt möchte ich noch schnell auf meine eigene Meinung zur Zukunft der digitalen Medien eingehen. Ich bin überzeugt, dass Menschen in 50 Jahren auch noch gedruckte Bücher lesen werden. Das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, ist für manche sehr besonders. Ich bin am Ende meiner Präsentation angekommen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Präsentation. Jetzt darf Frau Martinez Ihnen noch im dritten Teil eine Frage stellen. Was ist dein digitales Lieblingsmedium? Ich liebe YouTube sehr, weil man sehr viel Wissen und interessante Menschen dort finden kann. Du warst richtig gut. War es so schlimm, wie du dachtest? Du hattest recht, das war gar nicht so schlimm.